wir an die Cetina-Quelle. Die haben wir jetzt durch ein anderes YouTube-Video kennengelernt und würden dort gern baden gehen. Wetter spielt heute auch wieder mit, es ist wieder super sonnig. Und abends haben wir einen See gefunden, wo wir uns gerne zum Schlafen dann hinstellen möchten. Du lotst mich über die größten Straßen. Da wo keine Waschmaschine wegwerfen. Wie gut, dass wir heute keine Waschmaschine dabei haben. Der Weg zum Blauen Auge ist geschafft. Ich bin jetzt gerade noch ein Stück hochgegangen, um die Aussicht von hier oben noch zu genießen. Und was ich gar nicht wusste, dass hier auch noch so eine schöne Kirche ist. Die finde ich enorm cool. Da muss ich auch noch ein paar Fotos machen. Und Tobi steht gerade noch auf dem Steg. Ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Genau, der hat gerade noch die Drohne ausgepackt. Da hinten sieht man das Kamerateam, was uns jetzt eben gerade interviewt hat. Und Tobi steht hier. Genau, und ich bin mal gespannt, wann wir in Kroatien auf Sendung gehen. Und das Wasser ist so klar, dass man nicht wirklich sieht, wo das anfängt. Das Ufer ist hier, also hier sieht man eigentlich nichts. Also sieht man alles. Wir sind gerade von der Quelle Cetina weggefahren. Und gleich hinter der nächsten Kurve war die Kirche zu sehen, beziehungsweise die ehemalige Kirche. Und die Sarah ist natürlich gleich rausgehüpft, um sie zu fotografieren. Also sowas sieht man in Deutschland leider viel zu selten. Wir haben unseren Stellplatz gefunden. Alter. Ein geiler Stellplatz. Ich weiß nicht, ob wir morgen wieder rauskommen, aber fahren wir davor? Ja, genau. Wenn ich hier drauf fahre mit den Hinterreifen, müssten wir gerade stehen. Müssen wir das mal von der Seite anschauen. Okay. Fahre ich nochmal ein Stück vor, fahr hier drauf. Ja, schaut gut aus. Perfekt. Ja. Wir haben das Camp für heute Nacht erreicht. Hier direkt am See. Ich weiß gerade den Namen nicht, ich werde ihn dann einblenden. Die Zufahrt war relativ steil. Stand auch so in Park for Night. Aber das Problem war, dass gleich am Anfang ein riesen Schlagloch drin war, vom Übergang vom Asphalt auf Schotter. Und da werde ich jetzt gleich mal schon Steine sammeln, die wir dann morgen da reinlegen, damit wir da hochkommen. Sonst weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Aber das sind die Probleme von morgen. Wir gehen jetzt gerade mal hier den Weg, weil oben, das war ja sehr, sehr steil und ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell Gedanken macht und ich hatte ein bisschen Angst,
dass wir nicht mehr rauskommen. Und wir kommen raus, bin ich mir sicher. Tobi ist der Optimist hier. Und genau, ich habe aber gesehen bei Google Maps, dass es mit Satellitenbildern hier noch eine andere Zufahrtsstraße gibt. Und die schauen wir uns auch mal an, ob man hier notfalls das als Ausweichoption sehen könnte. Bis jetzt schaut es gut aus. Bis jetzt schaut es sehr gut aus. Ich vermute mal, dass der dann oben lang geht, oder? Von Google hätte ich jetzt eher gesagt, dass es da lang geht. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Was würde die Generation Handy ohne Google machen? Google sagt den oberen. Den oberen. Doch, den oberen. Das könnte mit Sven doch ein Problem werden. Allein, dass wir da nicht aufsetzen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der Kamera schaut es gar nicht so schlimm aus, aber es ist doch ein recht hoher Unterschied von links zu rechts. Aber müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir beim anderen hochkommen und es gar nicht brauchen. Ja, Sarah, das sind die Proteine. Ich habe den Rest abgestreift und dann ist sie weitergehüpft. Das sind die Proteine. Das Essen ist angerichtet. Nudeln mit Tomatensoße. Lass es dir schmecken. Oh, ein Gott. So, jetzt sind wir doch 2 Tage hier geblieben, weil es so wunderschön ist und so schön sonnig und warm und toll. Und jetzt ist gerade die Stunde der Wahrheit angebrochen und Tobi fährt jetzt gleich hier hoch. Und ich habe mich schon mal positioniert zum Filmen. Drückt uns die Daumen. Easy. Tobi hat gerade gesagt, dass es so steil war, was man vielleicht auf dem Video gar nicht so gemerkt hat, dass es unsere Bank ausgeklappt hat. Also normalerweise ist die so wie die hier und das ist unser zweites Bett. Ja, die hat es schräg hingelegt. Wir fahren jetzt nach Süden, kurz vor die bosnische Grenze, weil wir morgen dann durch Bosnien durchfahren, also durch das schmale Stück an der Küste, um dann unten wieder nach Kroatien zu fahren. Und damit wir morgen nicht so viel fahren, fahren wir jetzt schon kurz vor die Grenze.
auf den Campingplatz. Die letzte Nacht haben wir jetzt auf einem Campingplatz nahe der bosnischen Grenze verbracht, die auch Teil einer Plantage war. Und die bosnische Grenze ist jetzt noch 12 Kilometer entfernt. Die werden wir gleich durchfahren oder hoffentlich durchfahren, um danach wieder nach Kroatien reinzufahren, um auf die Halbinsel zu fahren.